Heute soll es um die Zuschauerfrage gehen bezüglich der Indikatoren. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas. Hallo zusammen, mein Name ist Andreas. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Börse und Co. Ja, den Superindikator und diesen Indikator müsst ihr haben und ich glaube, die Schlagzeilen, die habt ihr überall gelesen. Bei uns mal anders. Ich zeige euch mal schlechte Indikatoren. Das ist doch mal was, oder? Die habt ihr bestimmt noch nicht gesehen. Warum? Ganz einfach. Manche Indikatoren sind einfach schlecht für Anfänger oder für Menschen, die, sage ich mal, schon stellenweise wissen, aber einfach noch nicht routiniert sind, ausgeprägt sind et cetera. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, gehe ich mal in der heutigen Folge hin und zeige euch das mal. Bei uns in der Basic-Schulung werden wir natürlich auch Indikatoren und so weiter behandeln. Ich kann euch sagen, ich nutze 4 Stück und diese 4, also das sind wirklich 4, wo ich nicht drauf verzichten möchte. Und diese nutze ich aber für alles. Ganz egal, ob für Daytrading, Swing-Trading, egal ob für Kryptos, für Aktien oder für Futures. Das sind aber auch Indikatoren, die einem nicht so was signalisieren wie das, was wir jetzt uns gleich mal anschauen. Und zwar da haben wir Kandidat Nummer 1. Und ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, das, was ich jetzt zu euch sage, das ist natürlich meine persönliche Meinung, das ist auch meine persönliche Erfahrung. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr sie nutzt, sie werden euch in eurer Entwicklung ausbremsen. Sie werden es verhindern, sie werden es verlangsamen, dass ihr euch weiterentwickelt. Und diese 2, die ich euch jetzt zeige, die sind auch nur exemplarisch, denn von dieser Kategorie an Indikatoren gibt es eine Unmenge am Markt, ganz egal ob in TradingView oder dergleichen. So, nehmen wir mal den ersten und der nennt sich EMA Cross. Das Grundprinzip dieses Indikators ist eigentlich ganz einfach, wenn wir mal reinschauen. Ja. Es werden hier EMAs angelegt. Wir haben jetzt also hier ein Dreier-EMA, das ist diese grüne Linie hier, und wir haben ein Zehner-EMA, das ist die rote Linie. Ja, man könnte jetzt hier sogar nochmal 2 mit 50 und 200. Ich habe jetzt nur mal die 3 und 10 genommen. So, und jetzt geht natürlich jedes Mal, wenn diese grüne Linie das hier die rote Linie kreuzt, ja, weil die grüne ist die Signallinie und im kurzfristigen, also in Dreier, geht es jetzt nach oben. Und weil die kreuzt, dann kommt hier ein grünes Signal, jawohl, rein, ne? Es geht aufwärts. Und wenn es dann abwärts geht, dann wird es rot. Warum? Die Signallinie geht jetzt unter die Trendlinie, nämlich die Zehner, und dadurch wird dann dieser rote Balken ausgelöst. Für Menschen, die noch nicht lange am Markt sind oder noch nicht so tief, ja, ist es ja herrlich. Ich krieg mit Grün und Rot signalisiert, wo ich rein und raus gehe. Super. Nein, vergesst es. Vergesst es. Und das ist genau das. Das Grundprinzip, warum ist das nichts? Warum sage ich, das sind schlechte Indikatoren? Jeder Anfänger, jeder, der noch nicht, sage ich mal, in der Lage dazu ist, noch nicht das geschulte Auge hat oder nicht genügend Werkzeuge in seinem Werkzeugkasten, ist immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Also sprich irgendetwas Visuelles, das ihm sagt, hier rein, da raus. Und ich kann es euch versichern, das gibt es nicht. Es gibt es nicht, weil die Märkte sich unterschiedlich verhalten, die Märkte sich ändern, weil so viele Faktoren die Märkte beeinflussen, dass es nicht möglich ist. Ja? Ihr kennt die Geschichte der Turtle Trader, wo welche hingegangen sind und haben eine Strategie entwickelt und die haben dann zunehmend mehr Menschen praktiziert und es ist auch so gut gelaufen, bis dann mal einer dahinter gekommen ist und dann haben die genau die Gegenposition eingenommen und dann hat diese Strategie nicht mehr funktioniert. Heute geht sowas in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Warum? Die Märkte werden natürlich auch rasend schnell analysiert. Große Investmenthäuser
besser. Institutionelle haben Algorithmen, die das Ganze nicht nur umsetzen, sondern auch überwachen und wiederum analysieren. Es ist schlichtweg nicht möglich. Und jetzt ist, wenn ihr mir diese Aussage glaubt, dann ist, denke ich, auch nachvollziehbar, warum ein System, das auf immer gleichen Regeln basiert, nicht funktionieren kann. Und Menschen, die versuchen, nach so etwas zu traden, ja, die klammern sich da dran, die gehen dann hin und ganz ehrlich unter uns, ich rede ja nur von Dingen, die ich auch selbst erlebt habe. Was glaubt ihr, in meinen Anfangszeiten bei mir war der Chart zugekleistert. Ich habe alle möglichen Indikatoren durchprobiert, ausprobiert etc. Ja, ich habe an den Einstellungen wie hier rumgespielt, bei jedem Asset, bei jeder Aktie, wieder abgeändert, geguckt, ausprobiert. Ja. Stellenweise im Backtesting, stellenweise sogar im echten. Und glaubt mir, nach vielen Jahren, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es kann ein paar Mal funktionieren. Es kann sogar über einen Zeitraum funktionieren, aber irgendwo kommt der Punkt, wo es euch in den Verlust reinzieht. Und wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen rauszoome, dann seht ihr auch eventuell warum. Wir gehen mal hin. Ich muss das ein bisschen. Wenn ihr jetzt mal hier diese Phase, das ist jetzt natürlich das schon extrem geglättet, ich ziehe es mal noch weiter auseinander. So. Wenn ihr das hier anschaut, ja, wie viel Fehlsignale das es gibt. Und es gibt auch viele Fehlsignale, die jetzt in dieser Grafik gar nicht auftauchen. Denn wenn diese Linie hier runterkommt, ja, die schnäbelt hier mal an, dann geht sie wieder hoch, dann schnäbelt sie mal wieder an, dann geht sie wieder hoch. Gerade in solchen Grenzbereichen, ja, wie hier, berührt die Signallinie die Trendlinie, also die grüne, die rote, immer und immer wieder, manchmal 4, 5, 6, 7 Mal. Wie oft wollt ihr da rein und rausgehen? Jetzt kann man natürlich sagen, nee, ich warte dann auf die Dinge, auf die nächsten 2 Kerzen. Ja, das kann man tun. Wenn ich aber in so einer Situation bin, ja, warte ich die nächsten 2 Kerzen. Na ja, ich bin im Aufwärtstrend, da gehe ich rein. Was ist dann? Jetzt kommt wieder abwärts. Nein, glaubt mir, alles, wo ihr denkt, das zeigt euch jedes Mal, wo ihr rein und wo ihr raus müsst. Es funktioniert nicht. So, machen wir einen guten E-Mark-Cross mal zu und nehmen wir einen Supertrend. Haben wir genau die gleiche Systematik. Ja, also ist ja auch wunderschön und zeigt uns sogar bei Sell. Erfahrene Trader etc., die wissen, was wirklich dahinter ist, wie der Markt und so weiter funktioniert. Ja, da werde ich nicht sagen, du darfst das nicht nehmen oder sonst irgendwas, weil die wissen, was sie tun. Aber ein erfahrener Händler, also ich nutze sowas nicht. Und wie gesagt, ich hatte in meinen Anfangszeiten, hatte ich Wochen, Monate damit verbracht, genau sowas hier zu benutzen. Und ich kann euch sagen, es ging schief. Es hat nicht funktioniert. Aus den Gründen, die ich euch vorhin genannt habe. Das hier, wenn das Menschen sehen, die frisch am Markt sind, die anfangen, die sich unsicher sind, die sogar Menschen, die schon Schulungen belegt haben, aber noch nicht profitabel sind, ja, wenn die auf solche Dinge stoßen, dann verleitet es immer wieder dazu, oh ja, das könnte es jetzt sein. Und deshalb haue ich euch diese Warnung raus. Nein. Wenn ihr nachhaltig so etwas können wollt, wenn ihr nachhaltig profitabel handeln wollt, dann braucht ihr Wissen, ihr braucht Erfahrung. Wir brauchen übrigens auch was. Ne? Ihr wisst, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Kommentare dalassen, Anregungen, ganz egal, Wünsche für Videos oder sonstiges, Unterstützung, damit wir weiter wachsen. Wir danken es euch, indem dass wir immer weitermachen und uns immer wieder was Neues einfallen lassen. Wenn wir handeln wollen, dann brauchen wir Wissen. Wir brauchen Wissen, wir brauchen einen breiten Werkzeugkasten. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen Anleitung. Wir müssen verschiedene Strategien, Vorgehensweisen an der Hand haben, wie wir mit unterschiedlichen Marktphasen umgehen. Und damit meine ich nicht nur den Bären, den Bullmarkt und den Seitwärtsmarkt, sondern eben auch die Zeiten dazwischen. Und wenn ihr das nicht habt, ist es kein Problem.
dann fangt damit an, dann holt's euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne zu uns in die Basic-Schulung kommen. Wir werden es euch alles zeigen. Es gibt bei uns genügend Videos, wo wir jetzt bereits schon gemacht haben, was wir alles anbieten. Es werden auch demnächst weitere Videos davon kommen. Ja. Unten in den Shownotes findet ihr den Link zu meinem Calendly, wo ihr ein ganz einfaches Gespräch mit mir vereinbaren könnt. Da geht es übrigens nicht um die Kosten. Die Kosten haben wir schon veröffentlicht, sind 479 € monatlich, ja. Auch dieses Video, schaut es euch gerne noch mal an, wo alle Leistungen und auch die Kosten et cetera drinstehen. Wenn ihr bei mir ein Gespräch bucht oder ausmacht, reserviert, dann geht es einfach darum, dass man sich kennenlernt und mal miteinander schnackt. Wie sieht's aus? Welche Erfahrungen sind da? Und dann könnt ihr selbst für euch herausfinden, ob unsere Basic-Schulung für euch vielleicht das Richtige wäre. Ansonsten, so wie ich gesagt habe, überall, wo ihr Indikatoren seht, wo solche Signale drin sind, als Anfänger oder noch nicht profitable, lasst die Finger da davon weg. Auch, ich sage mal, von gewissen Signaldiensten et cetera. Solche Dinge können funktionieren, weil da hängen dann vielleicht erfahrene Trader oder was dahinter. Aber alles das hat nichts damit zu tun, selbstständig zu handeln. Selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, selbst sein eigenes Geld zu vermehren, zu verwalten und an der Börse zu agieren. Und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr es euch natürlich selbst erarbeiten. Ihr werdet aber nicht alles in YouTube oder in Büchern und so weiter finden. Auch das habe ich natürlich durch. Deshalb könnt ihr gerne mal bei uns reinschnuppern. In diesem Sinne, ich hoffe, dem einen oder anderen hat es mal wieder was gebracht. Oh, nee, den hatten wir schon. Hier müssen wir hin. Egal. Zweimal einen Daumen hoch. Ja? Vielleicht bei einem anderen Video, wo ihr noch keinen habt. Macht's ruhig. Alles, was wir sagen, was wir äußern, ist natürlich subjektiv, ja, kommt aus unseren Erfahrungen, ist rein unsere persönliche Meinung und dient zu keiner Kaufs- oder Anlageempfehlung oder dergleichen. Ja. Alles, was ihr tut, ihr seid selbst dafür verantwortlich. Und da sage ich immer, wenn ihr unsicher seid, dann lasst lieber mal die Finger weg, ja, lieber mal Beine stillhalten, sacken lassen. Vielleicht fehlt was an Wissen, vielleicht, wie ich immer sage, ist der Plan nicht komplett. Und erst wenn der Plan komplett ist, lohnt es sich auch. In diesem Sinne, ich bedanke mich, hoffe euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss.